Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wer kennt es nicht? Draußen wird es schmuddelig, Herbst, Regen, es geht auf Weihnachten zu und jeder sehnt sich nach einem schönen Kaminfeuer. Die meisten wohnen in einer Mietwohnung oder sind Eigentümer in einem Wohnhaus, wo ein echter Kaminofen mit Holz unzulässig ist oder verboten ist. Aber Freunde, ich habe die Lösung für alle, für jede Wohnung, für jedes Haus, für jeden Raum, egal wo, das Beste, ohne Genehmigung. Ich zeige euch, was ihr dazu braucht. Ihr braucht ein feuerfestes Gehäuse, wie zum Beispiel das hier. Gibt es bei Amazon, verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Zur Dekoration: Keramikholz ist feuerbeständig bis 1400 Grad. Ideal, schön zum Dekorieren, dass es wie echt aussieht. Top, top, top. Die günstigste Variante als Brennkammer: nehmt ihr eine Bratheringdose. In die Bratheringdose tut ihr Keramikwolle. Ich jetzt so in der Art seit Januar im Einsatz und absolut keine Probleme. Brennt, ist dicht, einwandfrei. Aber Freunde, wir heben das Niveau aufs nächste Level. Dazu habe ich was bestellt, und zwar einen Edelstahlbrenner. Das sieht so aus. Ihr könnt hier genau mit dem hier die Flamme regulieren. Das heißt, auch die Wärme könnt ihr damit regulieren. Im Innern auch wieder die berühmte Keramikwolle, die ist hitzebeständig. Und das Bioethanol verbrennt gleichmäßiger und rückstandslos. Aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt gehen wir her. Befülle das Ganze mit Bioethanol, 100%. Gibt es im Baumarkt, bei Amazon relativ, was heißt günstig, nett, aber halbwegs bezahlbar. Und dann befüllen wir das. Es passen hier 1,2 Liter rein, aber so viel machen wir jetzt nicht rein. Es geht nur zum Zeigen. Und dekorieren das ein bisschen mit unserem Keramikholz. Mit dabei ist so ein Schieber, da könnt ihr den Regler auf und zu machen. Jetzt machen wir den auf. Und mit dem Schieberegler könnt ihr jetzt die Flammehöhe und die Wärme regulieren. Macht ihr das Ding schmaler, den Schlitz. Wird die Flamme kleiner und macht den Schlitz größer. Was ist? Natürlich wird die Flamme größer. Und so könnt ihr das selber regulieren, wie ihr Bock habt. Welche Wärme ihr wollt, welche Flammenspiel ihr wollt. Einfach herrlich. Echt geil. Kilo Bioethanol hat ungefähr eine Heizleistung von 7,4 Kilowattstunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Da mal wieder drüber, wie lang die Brenndauer ist bei großer Flamme, bei kleiner Flamme. In dem Sinn, viel Spaß, schönes Wochenende, euer Sascha. Peace!